Ja, und wir wollen direkt in den Gazastreifen schauen, denn dort hat die Freilassung weiterer 3 Geiseln begonnen, nach fast 16 Monaten Geiselhaft. Darunter Yarden Bibas, der Vater zweier Kinder, die zusammen mit ihrer Mutter ebenfalls entführt wurden. Ob sie noch am Leben sind, ist unklar. Bibas wurde soeben freigelassen. Und Ofer Calderon. Calderon war zusammen mit 2 seiner Kindern entführt worden. Die damals 11- und 16-Jährigen waren im November 23 freigekommen. Zum gleichen Zeitpunkt gelangte auch Keith Siegels ebenfalls entführte Ehefrau zurück nach Israel. Auch er soll in wenigen Minuten entlassen werden. Im Gegenzug sollen wieder Dutzende palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Ja, und dann wollen wir mal direkt zu unserer Korrespondentin Gisela Dax nach Israel schauen, nach Tel Aviv. Gisela, wie geht es, wenn ich das jetzt so richtig sehe, wenn ich das jetzt richtig deute? Diesmal wurden die Geiseln ja direkt an das Rote Kreuz übergeben. Israel hatte zuvor gegen die schockierenden Szenen bei den Geiselübergaben protestiert, wo Geiseln von einem Mob von Palästinensern bedrängt worden sind und Zusicherung erhalten. Ist das so? Hat sich die Hamas jetzt diesmal daran gehalten? Ja, diesmal ist es schneller und anders gegangen. Israel hatte auch damit gedroht, den Rafah-Grenzübergang, der seit gestern wieder offen ist, ihn zuzumachen. Das ist auch Teil dieses Abkommens gewesen, also der Grenzübergang zwischen Israel und zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Und jetzt war der Übergang sehr viel geordneter, aber die Hamas hat trotzdem auf ihrer sogenannten Zeremonie bestanden, also die zu befreienden Geiseln auf die Bühne nach oben zu holen, und die müssen dann halt auch der Menge zuwinken. Das ist dabei geblieben. Aber es ist schon sehr dramatisch, besonders heute Morgen auch, denn es waren Familien, im Grunde gesamte Familien, die entführt worden waren in den Gazastreifen am 7. Oktober. Bei einem ersten Austausch vor einem Jahr waren die Geiseln, waren die Familienmitglieder, also die Frauen und Kinder, sind da schon wieder zurückgekommen, und die Männer mussten zurückbleiben. Und eben besonders dramatisch ist das Schicksal, das nach wie vor unbekannte Schicksal der Frau und der beiden Kinder von Yarden Bibas. Und man weiß halt auch nicht, hat die Hamas etwas ihm erzählt, denn seine Frau und beiden Kinder hätten eigentlich längst in Israel sein sollen bei diesem Geiseldeal, wenn sie denn noch am Leben wären. Aber das ist nach wie vor ungeklärt. Und jetzt wird das eine erste Frage sicherlich auch sein, ja, was ist eigentlich jetzt mit dem Rest seiner Familie? Er wird nicht zu den Angehörigen im Augenblick zurückkehren können. Ja, unfassbar, wie es ihm gerade gehen muss. Wir haben gerade die Bilder gesehen von Yarden Bibas, wie unvorstellbare Szenen. Und er musste sich präsentieren, du hast es gerade gesagt, auf der Bühne den Menschen zuwinken, sein Freilassungszertifikat hochhalten. Wenn du jetzt die Bilder so gesehen hast, kannst du schon etwas zum Zustand der Geiseln sagen? Also so wie die beiden Männer, die sind doch in ihren 30ern gegangen sind und wie es wohl auch aus der Entfernung jetzt so die Ärzte abschätzen, also sind in relativ gutem Zustand physisch, das muss man immer dazu sagen. Es gibt diese eine Beschreibung von Ofer Calderons Ehefrau, die sich von ihm in Geiselhaft verabschiedet hat bei ihrer Entlassung, wo er zu ihr sagt, kämpfe für mich, denn ich möchte hier nicht in den Tunneln verrotten. Und dann haben sie sich gegenseitig versprochen, dass also jede Seite für die andere Seite ganz stark bleiben werde, um das durchzuhalten. Also nach fast 16 Monaten muss man sehen, wie diese beiden jungen Männer, also mit unterschiedlichen Schicksalen, der eine kommt zurück zu Kindern und Frau und der andere ist erst einmal alleine und wartet noch auf irgendwelche Nachrichten, wie sie da wieder zurückfinden. Und man muss auch noch was sagen. Viele dieser freigelassenen Geiseln, jetzt nachher auch noch eine weitere Geisel, können auch nicht zurückkehren in ihre Ortschaften. Also es sind sehr viele Geiseln aus Nir Oz, der war am schlimmsten getroffen, dieser Kibbuz am 7. Oktober bei dem Überfall der Hamas, der fast vollständig zerstört worden war. Das heißt, die Leute sind evakuiert aus dem Kibbuz, wohnen vorübergehend in Wohnungen ganz woanders. Das heißt also, auch eine Rückkehr wird nicht in das frühere Haus mit den früheren Sachen stattfinden. Die sind verbrannt, zerstört, kaputt, sondern es muss einen ganz Neuanfang zusätzlich auch noch geben. Man kann nicht einmal in ein früheres Leben zurückkehren. Für die Familie haben, ist zumindest das Wichtigste, und die Menschen sind da.
Und wir warten weiter auf die Freilassung auch von Kees Siegel. Was sagt das jetzt darüber aus? Ist das normal, dass das jetzt so lange dauert? Ja, ich denke mal, die Idee dahinter ist schon die Zeremonie, etwas hinauszuziehen. Also für die Hamas lässt sich das ja dann inszenieren als quasi als Siegesfeier, dass man hier die Kontrolle hat über die Menschen im Gazastreifen, über die Geiseln und der Ansprechpartner ist. Möglicherweise sind sie auch tatsächlich in verschiedenen Händen und es ist einfach der Transport passiert von anderen Häusern, anderen Orten. Aber dass sich etwas hinzieht, ja, ist sicherlich auch eine klare Strategie der Hamas, um zu zeigen, also schaut, mit uns müsst ihr weiterrechnen. Und wie genau geht es jetzt weiter? Was passiert jetzt? Im Gegenzug sollen ja auch wieder Dutzende palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen entlassen werden. Das ist heute auch angesetzt und auch da werden je weiter der Geiseldeal voranschreitet, stehen auf der Liste natürlich auch immer mehr Häftlinge, palästinensische Häftlinge, die schwere Strafen begangen haben, also die verantwortlich waren für Terroranschläge. Und das ist etwas im Westjordanland, was jetzt der Hamas auch dort sehr viel Zulauf bereitet. Das ist aber etwas, was Teil dieses Deals ist. Und in Israel gestern Abend wurde den ganzen Abend auch darüber diskutiert und zu sagen, ja, aber das ist ein Preis, den man bezahlen möchte, bezahlen muss, das ist Teil dieser israelischen Gesellschaft, füreinander einzustehen. Das ist ein sehr schmerzhafter Preis und Deal, der auch neue Gefahren birgt. Aber das ist die einzige Möglichkeit, um zu sagen, das ist eine Gesellschaft, die wieder anfangen kann zu heilen, weil man alles getan hat, um die Menschen zurückzuholen. Und so wird man also beide Bilder haben. Man sieht natürlich in Israel sehr viel mehr von den Bildern von den freigelassenen Geiseln als von den freigelassenen Palästinensern. Das ist auch Teil der nationalen Psyche. Aber das ist Teil des Abkommens und der Kampf und das Drängen, also auch heute Abend wird es wieder große Versammlungen geben auf dem Geiselplatz in Tel Aviv, ist groß, dass man sagt, man muss weitermachen, bis die allerletzte Geisel zu Hause ist. Und die Bilder und auch also die Emotionen, die großen Freuden der Familien, die Umarmungen, all das wird ausführlich gezeigt und ist natürlich ein Beweis auch jedes Mal dafür, wie wichtig es ist, die Geiseln herauszuholen. Also für diejenigen, die das auch sehen. Und es kommen ja auch die ersten Geschichten, die freigelassenen Geiseln erzählen, ein bisschen zumindest, was sie erlebt haben, wie sie über diese Zeit gekommen sind. Und ja, also da gibt es schon einen sehr großen Konsens zu sagen, ja, man muss die rausholen, auch noch die allerletzte Geisel. Und das wird noch ein paar Wochen dauern. Das wird natürlich sehr aufmerksam verfolgt in Israel. 2 Geiseln sind bereits freigekommen. Vielen Dank für das Gespräch, Gisela Dax nach Tel Aviv.